sitzen, meine Frisur. Ich müsste mal wieder zum Friseur, ne? Hallo, Freunde. Und zwar, wir haben öfters die Frage jetzt in den Motorsportvideos gehabt. Lamborghini Huracan wird ausgeliefert mit einem Öhlins-Dämpfer. Und wir reden immer davon, oh, wir mussten wieder Setup machen. Wir haben ja ein Fahrwerk von KW. Warum haben wir das Fahrwerk von KW? Und dann kamen halt die Fragen. Ja, warum fahrt ihr denn nicht das Öhlins-Fahrwerk? Warum fahrt ihr ein KW für die Nordschleife? Und dann gab es auch die wildesten Antworten von unseren Zuschauern oder Abonnenten. Und bevor ich jetzt jedem Einzelnen irgendwas schreibe, habe ich mir kurzerhand, wirklich heute erst überlegt, habe ich gesagt, komm, weißt du was? Erstens hat das KW auch mal mehr als verdient, auch erwähnt zu werden bei uns oder ausdrücklich erwähnt zu werden. Und ich würde gerne noch mal kurz der Sache auf den Grund gehen. Warum, weshalb, wieso? Und zwar, die Grundidee oder warum wir mit KW so eng sind, ist einmal, dass wir schon, bestimmt seit 2007, glaube ich, haben wir unsere KW-Kundennummer. Sprich, in unserem normalen Straßenbereich, wo wir Leistungssteigerung, Tuning und sowas machen, haben wir schon immer KW-Produkte verwendet. Aber da haben wir auch andere Produkte verwendet. Aber es war immer ein Produkt, was wir mitverwendet haben. So, dann 2013 und 2014 bin ich mit dem Jürgen Wohlfahrt, da kannst du auch mal 2, 3 Fotos einspielen, bin ich mit dem Jürgen Wohlfahrt, das ist einer der Brüder, dem KW gehört, zusammen auf einem Audi TTRS 2 Liter TFSI in der SP3T in der VLN gefahren und 24-Stunden-Rennen. Haben auch 2 Jahre hintereinander gewonnen, also in unserer Klasse. Und dadurch, wenn du halt einen Mitfahrer auf dem Auto hast, wir waren wirklich in kürzester Zeit so eingeschworen und man lernt sich da sehr gut kennen und seitdem eine sehr, sehr gute, ich sag mal, Freundschaft würde ich das schon fast nennen. Und da war für uns eigentlich klar, dass wenn wir im Motorsport auch Kunden betreuen, und wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Anbindung dann natürlich an KW haben, dass wir das mit einem KW-Produkt machen. So, als wir Mitte 2016, Ende 2016 uns entschlossen haben, eine eigene Motorsportabteilung ins Leben zu rufen mit dem Renault RS01, wollten wir das auch natürlich von Anfang an mit KW machen, aber jetzt kommt's. Der Hersteller, sprich der Hersteller wie damals Renault, der komplett unerfahren für die VLN war, das Auto war niemals für VLN gebaut, es war für ihre eigene Rennserie gebaut, war mit einem Öhlins-Dämpfer ausgestattet. Und Renault, weil die halt auch so weit weg von der Thematik Nordschleife waren und wir da sehr viel in Eigeninitiative machen mussten, haben gesagt, nee, zu viel Baustellen. Wenn du auf der Nordschleife ein SPX oder SP9 Auto fahren möchtest, was homologiert ist, kannst du nur mit einer Herstellerfreigabe das Fahrwerk ändern. Also zum Beispiel in der Klasse SP9 oder SPX ist das Auto zwar homologiert oder SP9 ist das Auto homologiert, aber du hast Freiheiten wie du kannst Reifen wählen, die kannst du frei wählen. Der Hersteller kann da auch gar nichts, kann nicht eingreifen. Aber der Hersteller muss bei Fahrwerk ist es freigestellt, du kannst jeden Hersteller wählen, aber Lambo oder Renault oder Audi oder BMW müsste das Fahrwerk freigeben. Das heißt, es kann sein, dass du 5 Lambos in der VLN hättest und jeder Lambo fährt mit einem anderen Hersteller von Fahrwerk. Und Renault, weil wir halt bei dem Projekt wirklich komplett auf uns alleine gestellt waren und Renault wirklich auch überfordert war mit dem Ganzen, hat gesagt, oh nee, Nordschleife ist eh schon so speziell, ich möchte nicht noch ein fremdes Produkt, was niemals für den Renault entwickelt worden ist, ihr müsst mit Öhlins fahren, wir können keine Freigabe mit KW geben. Dann haben wir das Projekt ja auch angefangen mit dem Renault, ersten 2 oder 3 Tests und dann war ganz schnell klar, dass wir das mit unseren Möglichkeiten nicht auf einen Level heben können, wo wir erfolgreich werden. Warum? Das Öhlins oder das andere Produkt, ich will jetzt gar nicht wirklich sagen Öhlins, Bilstein oder, das Produkt von Öhlins ist auch gut, ist perfekt. Das Problem ist nur die Umsetzung. Wir als kleines Team mit nicht unendlich vielen Möglichkeiten, wir hätten bei Öhlins, wir waren wirklich schnell an unserer Grenze. Wir konnten zwar Druck- und Zugstufe einstellen, wir konnten eine Federrate ändern, aber die komplette Dämpferkennlinie, die war so weit weg für die Nordschleife vom Renault aus, ja. Da ist ja eine Dämpferkennlinie hier drin, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Ausfederweg hat nicht gepasst. Und bei Öhlins war einfach auch der Support nicht möglich. Also du kannst da Verträge abschließen und einen Support einkaufen. Das können Werke, wir können es nicht. Und dann standen wir, das wissen glaube ich die wenigsten, standen eigentlich schon vor dem zweiten Rennen vor der Frage, ob wir das Projekt weiterführen können, 2017 mit dem Renault, weil das Auto war unfahrbar. Es war nicht nur schlecht zu fahren, es war unfahrbar, nicht weil wir Fehler gemacht haben oder weil wir keine Ahnung hatten, sondern weil wir mit der Dämpfer-Hardware keine Möglichkeit gesehen haben,
Wir hatten überall Probleme und es konnte uns nicht, ich sag mal so, geholfen werden, dass wir das Auto irgendwo fahrbar bekommen haben. So, dann haben wir damals an Renault geschrieben oder ich habe persönlich angerufen und habe gesagt, so pass auf, wir können jetzt 2 Sachen können wir machen. Entweder das war eine schöne 3 Testtage und das erste Rennen und das Projekt ist vorbei oder ihr lasst uns endlich das KW-Fahrwerk zu. Und da weiß ich oder da wusste ich halt, wenn wir das mit KW machen, und das war auch natürlich mit KW abgesprochen, haben wir einen Support, der uns im Gegensatz mit einem anderen Produkt künstlich direkt Ebenen hochhebt, weil wir im Gegensatz zu einem Ölinsdämpfer, sage ich mal, hier wirklich alles ändern können, auch den Ansprechpartner haben bei KW. So ist das dann auch relativ schnell fahrbar geworden, 2017. Renault hat das freigegeben. Wir haben von KW einen mega Support bekommen. Also das war schon absoluter Wahnsinn, was wir da wirklich an Möglichkeiten in Fahrwerksentwicklung mitmachen durften. Und das muss ich auch wirklich sagen, das war der Hauptgrund, warum wir mit dem Renault auch so schnell relativ gut bei der Musik waren, weil das Auto war einfach mega fahrbar und wir hatten Möglichkeiten, die haben selbst größere Teams mit viel Budget nicht, weil es einfach sehr feste Strukturen auch bei solchen Konzernen gibt. Und ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank auch nochmal dafür, für die letzten 3 Jahre jetzt, wie wir mit KW zusammenarbeiten durften. Und das hat sich halt auch jetzt nicht mit dem Lambo geändert. Und wir haben von vornherein gesagt, als wir den Renault das Projekt eingestampft haben, dass wir ein neues Projekt angehen. Ich habe ja mit mehreren Herstellern gesprochen. Wir hätten uns fast für ein anderes Produkt entschieden, für ein anderes Fahrzeug entschieden. Aber da hat der Hersteller gesagt, das Fahrwerk, was wir homologiert haben, es ist nur ein Fahrwerk homologiert von Nicht-KW, das muss drin bleiben, wir geben euch nichts anderes frei. Das war der Grund, warum wir dieses Modell nicht gewählt haben. Weil ich gesagt habe, wenn wir mit einem Auto hier hinkommen und haben nicht diesen Mörder-Support, weil wir haben auf einmal nicht über den Winter Unsummen an Geld gefunden oder Sponsoren, dann verschlechtern wir uns, auch wenn das Auto vielleicht für die Nordschleife besser ist. Und bei Lamborghini war es so, dass die gesagt haben, okay, aktuell sind 2 Fahrwerke homologiert. Wenn ihr KW fahren wollt und ihr sagt, das funktioniert, dann geben wir euch das frei. Und wie funktioniert das? Um auch einfach die Fragen mal mit aufzugreifen. Der Hersteller wie KW muss eine CAD-Datei erstellen. Es werden Testsimulationen gemacht, die werden dann an den Hersteller übergeben und dann gibt der Hersteller das frei, geht zum DMSB und der DMSB trägt dann ein, okay, das Auto mit den und den Federraten ist freigegeben. Dieses Thema Dämpfer ist halt eins der wichtigsten überhaupt. Wenn du kein fahrbares Setup hinbekommst, bist du mit so einem Auto sowas von verloren. Und was wir alleine an Möglichkeiten haben, an dem Testtag jetzt, wir waren ja testen vor VLN 6, da haben wir es leider, das ist auch mein Schuld, wir haben es leider vergessen. KW, wir haben zwar gesagt, KW ist mit 2 Ingenieuren da, aber die waren ja sogar mit ihrem Test, also mit einem 3,5 Tonner, komplett ausgebaut als Werkstatt. Die kommen zu uns, wir hätten theoretisch alles umbauen können am Dämpfer, die gucken mit in die Daten, die gucken mit in die Federwege. Und aktuell beim Lambo ist es so, dass wir wirklich nach jedem Rennen, nachdem wir die Daten ausgewertet haben, mit KW zusammen und unserem Ingenieur Dennis Garte und auf der anderen Seite Thomas Rechenberg, wirklich in die Tiefe gehen und Sachen ändern. Und immer, außer bei VLN 5, aber das war kein Fahrwerksproblem, wirklich immer einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn man alleine überlegt, dass du hier, das ist ein Vierfachdämpfer, das ist auch so das Neueste vom Neuesten. Wenn du mal alleine überlegst, wie tief wir mittlerweile in die Materie gehen können und wie oft wir zum Beispiel hier, wir haben jetzt das Fahrwerk, ja? Hier hast du die Verstellmöglichkeiten, fange ich mal so an, wir haben hier die Verstellmöglichkeiten. Du hast hier die Federsitzen, du hast hier die Shims, um die Höhen zu verstellen. Wenn du alleine überlegst, du kaufst nochmal so ein Auto, kannst dann hier die Feder ändern und klickst dir ein bisschen um. Ja? Stellst dir ein bisschen am Rebound oder am Highspeed, ja, du klickst dir ein bisschen um und das war's. Was wir mittlerweile machen können, wir kriegen, hier drin sind ja Ventile, die Kennlinie, die Dämpferkennlinie verändern. Wir haben jetzt schon einen zweiten Satz an Dimensionen, an Ventilen drin, weil wir einfach sehen, wir brauchen die und die Beschaffenheit auf der Nordschleife und KW baut uns das einfach um und ist dabei und entwickelt mit. Hier, das ist sozusagen dieser, man nennt es Bump-Stop. Bump-Stop ist, wenn das Auto halt komplett in die Kompression geht. Gutes Beispiel Fuchsröhre oder Tiergarten kurz. Dann geht das Auto auf Bump, das heißt, du hast maximale Kompression. Da machst du dir, oder da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht, dieses grüne Ding hier ist dafür da, dass es halt die letzten Millimeter begrenzt.
Und da gibt es Millionen verschiedene Stärken. Es gibt die konisch, es gibt die rund, es gibt die hart, es gibt die weich, es gibt die Oberfläche. Das ist schon, also ich glaube, also 4. neue Bumstop mit einer anderen Beschaffenheit. Und teilweise, wir haben insgesamt 3 Fahrwerke, die wir vorher immer einmessen, dass wir relativ schnell tauschen können. Und manchmal fahren wir Tests und sagen, okay, jetzt fahren wir den grünen Bumstop Nummer 1. Aber wir haben noch einen, der ist 4 Mikromü weicher, aber dafür im letzten Druckverhalten ist er härter. Dann schrauben wir es um und fahren nur den Bumstop gegenüber. Das machen Werke auch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ohne dieses Engagement von der Firma KW, so dass wir es auch irgendwo finanziell umgesetzt bekommen, könnten wir das alles gar nicht. Da kriegen wir so ein Fahrwerk, da wären wir schon glücklich, ein 4-Fach-Dämpferfahrwerk, kriegen 3 Satz Federn dabei und dann fährst du. Und deswegen ist es auch so, dass wir schon Erwartungen haben, weil hier im Dämpferthematik, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie wenig Budget wir eigentlich für diese GT3-Klasse haben, da würde ich fast behaupten, dass wir mit am meisten arbeiten und auch wirklich fundamental arbeiten und nicht einfach nur wild irgendwas probieren. Da sind wir mit KW mehr als gut aufgestellt und den kann man da auch, wie gesagt, ich will da jetzt nicht rumschleimen oder so, aber das ist einfach der absolute Hammer, was wir halt für Möglichkeiten haben und wie frei wir uns bewegen können. Und der Thomas Rechenberg von KW, der zieht halt gnadenlos mit, wenn der sagt, du, wir sind aber jetzt hier in irgendeiner Linie, in irgendeinem Ventil, da sind wir irgendwo am Limit, da gibt es keine Kompromisse. Dann gibt es spätestens zum übernächsten Lauf ist ein neues Ventil vorhanden, wo wir wieder einen anderen Verstellbereich haben. Ne? Das ist bei Werksteams oder so, du hast halt brutal schnelle Fahrer, die kommen halt auch mit 95 oder 98% fahrbarem Auto klar, die sind immer schnell, aber gerade wir so als Amateure versuchen natürlich das Nonplusultra rauszuholen und das hier ist halt auch eine Bibel für sich. Das ist auch wie gesagt, das ist auch die Antwort auf die Frage, warum fahrt ihr nicht das Öhlins? Das würde funktionieren. Es gibt ja ein anderes Team, Konrad Motorsport, die fahren das Öhlins-Fahrwerk ja auch. Die haben halt auch andere Möglichkeiten. Und wir wären halt definitiv nicht in der Lage, so akribisch mit Fahrwerken zu arbeiten. Und das wollte ich einfach nochmal auch kundtun, warum, weshalb, wieso. Auch jetzt gar nicht speziell in die Thematik eingehen, weil das wäre auch wieder eine Videoreihe. Aber Antwort einfach KW als Partner bei uns, weil wir einfach extremst tief in die Materie eingreifen können und es für uns einfach anwendbar ist. Ich hoffe, da ist die Frage mit beantwortet. Und natürlich auch im Straßenbereich haben wir gesagt, dass wir, wenn wir Tieferlegungsfahrwerke verbauen und KW hat was im Programm, gibt es bei uns KW. Das ist auch ein kleines Dankeschön, weil die helfen uns im Motorsportbereich so arg, dass wir da von Hause aus sagen, da sind wir schon mit KW verheiratet, muss ich einfach so sagen. Und wenn die natürlich mal nichts haben in einem Programm für irgendein Auto, wir haben auch schon öfters Entwicklung gemacht, dass wir denen ein Auto gestellt haben, die haben dann das Fahrwerk dafür entwickelt, aber wenn es so ist, dann verbauen wir auch natürlich was anderes, da ist uns KW auch nicht böse, aber grundsätzlich gibt es bei uns nur KW, weil wir einfach mit denen, egal wer es ist, ob es von der Chefetage bis zum Thomas bis hin zu den Mitarbeitern perfekt klarkommen. Wir auch merken, dass die selber richtig Bock haben, uns zu helfen. Das sehen wir auch bei anderen Teams, dass sie auch in kleinen Teams jetzt versuchen, sehr viel zu machen. Und da muss man einfach mal sagen, Chapeau, vielen Dank an KW. Ich hoffe, dass wir auch irgendwo das mal danken können mit einem. Ich meine, in einem 24 Stunden hier im Manthey Porsche und so, da ist ja überall KW drin. Aber es wird gar nicht so kommuniziert. Aber es ist alles KW bei Porsche und auch Erstauslieferung. Und wie gesagt, wir haben auch 2018 das letzte Rennen im KW-Design gefahren. Kannst du mal kurz einblenden im Renault als kleines Dankeschön. Weil ohne KW wären wir nie mal da vorne gestanden. Ne? Und wir waren ja Zweiter Gesamt, VNN 7 Mal mit dem Renault. Ne? Gut, wollte ich einfach nur mal beantwortet haben. Dankeschön.